Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und schönen Dank auch an alle neuen Abonnenten. Wir werden uns heute hier unten an diese Stelle hier dran machen. Was heißt diese Stelle? Das bedeutet, wir starten hier vorne und enden hier hinten. Das heißt, der Bereich an der Straße wird bearbeitet. Hier wird ein Stellwerk hinkommen. Hier soll ein Baum hinkommen. Also heute ist richtig was los. Bleibt dabei. Als erstes werde ich jetzt hier diesen Untergrund weiter gestalten. Ich mache das in erster Linie mit 2x4 Plates in grün und als Untergrund die kleinen 1x1 Steine. Ja, ich habe so unendlich viel davon und da muss ich die auch ausnutzen und irgendwie als Untergrund verbrauchen. So, und dann geht es hier weiter. Da werde ich nämlich dieses Fundament, sag ich mal, was ich mal nachgebaut habe vom Stellwerk, hier nochmal so ein bisschen hin und her schieben, so ein Flat-Teil-Untergrund gestalten und den Kabelschacht genau passend justieren. Ich weiß ja schon, wie die Kabel dort drin liegen in dem Ganzen. Ich werde euch das gleich nochmal ein bisschen detailliert zeigen, wie dieses ganze Häuslein auf den Flat-Teils aufliegt und auch dementsprechend mit den Blüten eingespannt ist, sodass es nicht mehr sich hin und her verruckeln lässt. Hier seht ihr jetzt diese Flat-Teils drumherum und die kleinen Blüten. Jetzt ruckelt nichts mehr hin und her. Anschließend schön begrünen und fertig. Jetzt machen wir uns weiter hier unten an die Grundierung dran. Und zwar mache ich das mit kleinen Limp-Elements in Braun und Dark Green. Immer so ein bisschen abwechselnd. Ja, hier habe ich gerade noch so ein bisschen den Rand zu den Schienen ein bisschen zugemacht. Und das dient dann erstmal definitiv als Grundlage dafür, dass wir dann hier wunderbar die Sachen draufklipsen können. Jetzt werde ich zwischen den Limp-Elements, wo noch die Lücken sind, diese schließen mit kleinen 1x1 in Round, wo es dann halt erforderlich ist, weil die Limp-Elements ja so leicht schräg an einigen Stellen gehen, und mit 1x1 ganz normal in quadratisch. Ja, das dient dazu, damit wir einen schönen Untergrund haben, der dann durch das ganze Grün so ein bisschen schön immer durchschimmert. Ja, das finde ich mal so richtig klasse. Sieht so ein bisschen dann immer aus, so ein bisschen wie Waldboden etc. Jetzt kommt hier überall richtig Grün drauf, mit den verschiedensten Farben, im Hellgrün, im Dunkelgrün, in Olivgrün und das Ganze auch mit verschiedenen Teilen. Wie gesagt, Grashalme werde ich anschließend natürlich auch noch draufsetzen und das Ganze jetzt mit dem helleren Grün so ein bisschen abschließen, damit der Fußweg auch so ein bisschen gut zur Geltung kommt. Ja, da ist ordentlich viel zu klicken. Das gleiche geschieht jetzt auch auf dieser Seite hier. Ja, es ist ordentlich viel zu tun. Ich fahre euch mal so ein bisschen mit der Kamera einmal rum und dann gucken wir uns das mal richtig haargenau an, was wir hier alles so Schönes gezaubert haben. Ja, da ist doch erstmal richtig viel passiert. Schaut euch das mal an. Also ich glaube, das wirkt richtig gut. Auch der Untergrund, der hier und da so ein bisschen anders farblich durchkommt. Ich kann ja mal so ein bisschen den Pad hier entlang fahren. Richtig, richtig klasse. Ja, jetzt geht es noch hier an diesen kleinen Streifen dran, an diese Stelle. Da werde ich natürlich meine Leitpfosten positionieren und einmal ein weiteres Verkehrsschild, das zeige ich euch einmal, denn es wird später in diese Richtung stehen. Das kommt dann auch hier hin. Auch wenn es hier nach nichts aussieht an Fläche, aber man braucht doch immer ordentlich richtig Zeit und Steine. Ist einfach so, aber es macht richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn man den Fortschritt sieht, macht's richtig Spaß. Ja, auch hier wieder alles mit kleinen Blüten, Stängeln und natürlich letztendlich auch die Grashalme wieder drauf und ein bisschen Gestrüpp. Und dann ist diese Sache fertig. Dann noch den Leitpfosten hinzu und natürlich das Verkehrsschild. Ja, da ist das gute Stück schon, mein Stellwerk. Dieses Stellwerk habe ich gebaut, da gab es noch nicht mal YouTube. Ja? YouTube ist, glaube ich, 2005 im Februar entstanden und dieses Stellwerk ist im Februar 2003 entstanden. Das ist in Mock. Ja, bin ich eigentlich richtig stolz drauf auf dieses Ding. Für damalige Verhältnisse waren das schon ganz tolle Geschichten hier. Ja, es sieht toll aus, wie ich finde, und ich habe das Ganze auch beleuchtet, habe hier noch eine kleine Treppe vorgemacht und das Ganze werden wir jetzt da drüben einbauen.
Kommen wir hier zum Einbau des Stellwerks. Ja, als erstes den Kabelschacht freilegen, das Kabel wunderbar drin verschwinden lassen, alles wieder zubauen. Ja, und schon ist die Sache auch erledigt. Und was meint ihr? Ich glaube, bis hierhin ein super klasse Bild. Sieht richtig toll aus. Schön eingefasst, auch unten hier überall alles. Wirklich bis ins kleinste Detail. Also mehr geht auch nicht, ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Mehr geht nicht. Die Beleuchtung zeige ich euch gleich auch noch. Aber zuvor möchte ich ja noch an dieser Stelle hier unten irgendwo eine Birke errichten. Und die kommt jetzt. Bevor die Birke da steht und wir sie einbauen, möchte ich sie euch lieber noch einmal so zeigen. Also es ist wirklich alles sehr, sehr fragil hier. Da ist wirklich alles nur auf einmal eins und alles mit C-Klemms gemacht. Aber wir wollen uns das Ganze halt mal ein bisschen genauer anschauen. Und deshalb drehe ich mal so ganz langsam hier jetzt mal so ein bisschen rum. Könnt ihr auch mal Pause machen, wer eine Birke so nachbauen möchte. Ich finde es nicht schlecht so, auch mit dem Stamm und so. Das ist schon nicht übel. So, und die kommt da vorne rein. Was ich auf jeden Fall heute machen werde, ist ein Vorher-Nachher-Bild. Ich glaube, das lohnt sich heute auf jeden Fall. Ja, die Birke ist soweit drin. Ich glaube, das sieht erstmal so richtig klasse aus. Mir gefällt der Blick erstmal richtig gut. So, und jetzt kommen wir noch eben zur Beleuchtung. Ich mache mal eben die Geschichte an. Und ich denke, das ist absolut ausreichend für eine Gebäudebeleuchtung. Ha, schaut da erstmal raus. Ja, was meint ihr? Mir gefällt soweit erstmal gut. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Es ist sagenhaft wahnsinnig viel geschafft. Das hier ist vorher, das ist nachher. Sensationell. Was meint ihr? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich glaube, für den heutigen Baufortschritt sollte das absolut ausreichen. Und ich bin zufrieden. Es passt auch farblich absolut klasse hier rein. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Ja, und damit sind wir mit dem heutigen Video absolut am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich zoome mal hier so ein bisschen oder gehe mal ein bisschen zurück. Ja, und ihr seht, diesen ganzen Kram müssen wir jetzt erstmal hier bearbeiten. Ich habe mir Folgendes gedacht, dass wir in der nächsten Runde hier eine neue Straßen-Baseband einfügen, wieder ein bisschen Untergrund, das Ganze hochbocken und dann so langsam auch mit dem Kornfeld hier anfangen. Oder was war es noch? Maisfeld? Habe ich schon wieder ganz vergessen. Also, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!